Heute bei den Ruhrpottschnauzen Operation Meerkatze. Cora muss zum Tierarzt. Futter für die Raubtiere. Azubi Sela lernt Schlachten. Bürstenkur für Baby. Hautpflegeprogramm für den Flussdelfin. Und Umbau. Gefällt den Gürteltieren ihr neues Heim? Cora ist derzeit ein Pflegefall. Vor 2 Wochen wurde die Weißmeerkatze am Rücken operiert. Heute kommen Tierarzt Manuel Garcia-Hartmann und seine Kollegin zur Nachsorge. Wir kontrollieren, nimmst du das? Wir kontrollieren die Weißnasenmeerkatze. Und vielleicht bitte noch 2 Handtücher. Die letztes Mal einen Abszess auf dem Rücken hatte und die von der Narkose her so ein bisschen schwierig war. Die müssen wir heute noch mal uns genauer angucken. Auch dieses Mal erwartet Cora wieder eine Narkose. Kein Kinderspiel für das Tierarztteam. Das ist nicht ganz einfach, ne? Diese kleine Meerkatze ist ein etwas nervöses Wesen. Und wir müssen sie ja für die Narkose mit einem Pfeil treffen. Und selbst auf den kleinen Abstand wird das nicht einfach. Cora ahnt schon, was ihr blüht. Für den Tierarzt ist sie eine echte Herausforderung. Alles hängt jetzt von der richtigen Dosierung des Narkosemittels ab. Man rechnet Gewicht, Tierart, Aufregungszustand des Tieres und die Erfahrungswerte. Und die Erfahrungswerte bei Weißnasenmeerkatzen bei uns sind eigentlich bisher immer ganz gut gewesen mit unserer Standardnarkose. Dieses Tier ist jetzt neu zu uns gekommen und ist eine Ausnahme. Also die Narkose funktioniert nicht so, wie sie normalerweise funktioniert. Und deswegen werden wir unsere Narkose anpassen. Der Zootierarzt ist im Zoo eigentlich ein Narkosetierarzt, weil wir fast alles mit Narkosen machen. Und ich denke, wir haben genug Variationsmöglichkeiten, um uns auf den jeweiligen Patienten anzupassen. Und genau das machen wir jetzt. Was allerdings in diesem Fall nicht heißt, dass wir wissen, was passiert. Also es kann sein, entweder schläft sie dann gut oder vielleicht zu gut oder sie schläft gar nicht. Wir schauen mal. Heute steht bei Peter Schulz und Klaus Sommer Putzen auf dem Programm. Aber nicht die Halle oder das Becken sollen gesäubert werden, sondern Flussdelfin Baby, was der Süßwasserbewohner nicht immer schätzt. Ja, heute ist Wellness angesagt. Babybürsten. Wenn wir Glück haben, hält er auch still. Muss sein. Ja, hat er gerne. Hat er eigentlich gerne. Aber wie gesagt, der ist wirklich zickig. Man weiß nie so genau, was kommt. Aber es muss auch sein, der muss mal wieder anstrengende, bei Tieren würde man sagen, Fellpflege. Hat er ja nicht. Aber die Gummihaut, die stößt auch ab. Und da muss man noch ein bisschen putzen, scheuern mit ihmchen hier. Und in der Regel genießt er das auch. Das ist also auch ein Charmeur in der Richtung. Er mag sowas genau, wie wir das mögen. Nicht nur für Baby, auch für Revierchef Peter ist jeder Tauchgang eine tolle Abwechslung vom Alltag. So einmal die Woche hat er das Recht dazu. Aber es macht auch Spaß. Das ist der schönste Arbeitsplatz in ganz Fußbruch, sage ich mir immer. Und man kann da unten auch für sich, wenn man will, ein bisschen meditieren. Ist alles möglich. Man ist mit dem Tier ganz alleine, auch wenn man oben die Besucher sieht, man ist trotzdem allein. Das ist eine abgeschiedene Welt. Kollege Klaus findet Peters Umgang mit Baby einfach vorbildlich. Peter ist also einfach super, der kann das hier, der ist ja schon seit 35 Jahren hier und der kann das super. Das kann man ja selbst gleich sehen und der hat das eben drauf. Meerkatze Cora ist nervös. Tierarzt Hartmann setzt zum Schuss an. Hast du Spritzen sehen? Getroffen oder nicht? Ich sehe sie nicht, aber ich sehe den Gummistopfen der Nadel, also abgegangen ist sie. Es folgt Plan B. Also wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir versuchen sie jetzt zu tricksen. Das heißt, du gehst zum Blasrohr hin und bedrohst sie von hier. Mhm. Das ist die Schiebersicherung, das ist der Schieber. Das müsste eigentlich hinhauen, dass du hier stehst und dann irgendwann den Schieber ziehst, während du gleichzeitig auf sie zielst. Und ich stehe draußen, warte sie mit dem Kescher.
Ich denke, sie hat von dem Mittel nichts abbekommen. Also es sah so zwar so aus, aber so wie sie sich bewegt und tut, werden wir auf jeden Fall nachdosieren müssen. Cora soll ins Netz gehen. Doch die Meerkatze ist flinker, als der Tierarzt erwartet hat. Mit Ruhe und Geduld fängt Manuel Hartmann sie schließlich doch. Vorsicht! Einmal im Kescher verheddert, hält Cora ganz still. Punktgenau kann der Veterinär jetzt die Narkosespritze setzen. Das war schon sehr extrem, weil sie so extrem reagiert. Also sie ist sehr, sehr schnell, sie ist sehr, sehr panisch und sie weiß ganz genau, wann und wo der Kescher kommt. Und das macht das Ganze nicht einfach. Ich meine, wir haben sie nicht verletzt oder ähnliches, aber es war schon eine Sache von schnellen Reflexen und sie hat wirklich gute Reflexe. Nur scheinbar stehen die Wildhunde in ihrem Gehege auf sicherem Grund. Die Tiere haben ihren Auslauf untertunnelt. Der Boden gleicht einem Schweizer Käse. Ausbruchssicher ist er nun nicht mehr. Ein Fall für Helmut Schulz und seine Männer. Die haben ja in der Mitte schon mal gebuddelt und dann kamen die auf 2,10 Meter, ne? Die Höhle, die sie unten hatten. Deswegen weiß man nie, was kommt. Ne? Und gerade bei Hunden, glaube ich, weiß man sowieso nie, was kommt. Ne? Ich glaube nicht, dass die, wo sie dann herkommen, die Wildhunde, dass da alles schon geprüft worden ist, wie tief die jetzt überall gehen. Ne? Da werden noch welche bei sein, die werden 3 Meter graben. Ne? Stahlgitter im Boden sollen das Gehege sicher machen. Markus, ja. Klappt? Ja, klappt wunderbar. Ja, und die Kollegen kommen auch damit zurecht, dass sie hier das Flacheisen dran machen müssen, ja, ne? Ja. Klappt, ne? Ist Ja, morgen ist fertig gut. alles hier? Bitte? Ist dann morgen fertig? Ja, morgen müssen wir es schaffen. Wir haben die Baumwotten hier auf 2 Meter drin und die liegen ja eigentlich lose im Sand oder in der Erde. Und wenn wir dann die Matten nicht befestigen, kann es ja passieren, dass sie dahinter geben und dann wegwühlen nach außen hin und dann dazwischen Mauer und Draht kommen. Und das können wir uns nicht erlauben, deswegen machen wir die alle 2 Meter fest. Und die sind dann so auf Spannung, die der Draht hier liegt, beziehungsweise die Baumatten, dass da nichts mehr passieren kann. Ne? Im Flussdelfinbecken geht Peter Schulz auf Tuchfühlung mit Baby. Der Zahnwal stammt aus dem Orinoco-Delta in Venezuela. In Europa ist er heute das einzige Exemplar seiner Art. Normal machen die so eine Art Peeling in dem weichen Sand. Da wird die Oberhaut ein bisschen abgeschmirgelt. Und das ist eigentlich das, was er nur braucht, weil er das täglich macht, also öfter macht. Gibt bei verschiedenen Walarten, die machen das nur einmal im Jahr oder so, weil die keine Zeit haben, wie jetzt so ein Flussdelfin, das jeden Tag zu tun. Die haben da größere Gefahren, auf die lauern und so. Dann haben die bestimmte Zeiten, die Haut abzuschieben. Das machen die aber hier eigentlich 2-, 3-mal am Tag, wie sie Bock haben. Wir beide sind Kumpels. Er war eben ganz klein, als er zu mir kam. Die Freundschaft hat sich entwickelt und wir vertrauen uns auch und dann lässt er einen natürlich an sich ran. Man sieht aber trotz allem auch, dass er da auch noch sehr vorsichtig ist. Also er geht da sehr mit Bedacht dran, weil er hat mir auch von mir auch noch eine Portion Respekt, das kommt noch dazu. Fremde haben manchmal da mehr Glück, um näher ranzukommen, weil er vor denen keinen Respekt hat. Kann aber auch dann gefährlich werden. Cora schläft endlich tief und fest. Jetzt kann Tierarzt Hartmann gefahrlos prüfen, wie gut ihre Wunde verheilt ist. Von außen, also unter dem Fell, ist jetzt von außen nichts zu sehen, aber es ist ja oft so bei den Wildtieren, dass sich das Fell über die Wunde legt und uns die Wunden eigentlich gar nicht so richtig zeigt. Bitte schön, schau mal, was deine Diagnose ist. Kollegin Stefanie Krohn hatte Coras Bisswunde erst versorgt. Kommst du zum selben Ergebnis wie ich? Dürfte ich das Ergebnis auch erfahren? Das Ergebnis ist, dass es nichts mehr zu untersuchen gibt. Das ist natürlich sehr schön. Die Wunde ist vollständig verheilt. Das ist super. Und es macht Schwierigkeiten, selbst das Narbengewebe zu finden, richtig? Ja, hier ist noch ein bisschen, also Eine Verdickung in der Haut, ne? ja, noch nicht ganz so leicht verschieblich, aber Also nicht mehr wirklich. man muss sich schon anstrengen, ne? Ja. Wir nehmen jetzt nochmal Blut als Vergleich und
um sicherzustellen, dass die Krankheit sich hier von der Haut nicht noch irgendwo an irgendein internes Organ verbreitet hat. Das ist unwahrscheinlich, so wie sie aussieht. Ihr Fell sieht ganz gut aus und sie macht einen ganz guten Eindruck. Sie war auch sehr schnell in ihrer Reaktion und allem anderen, aber zur Sicherheit. Und wenn das Blut uns sagt, alles ist okay, dann haben wir für die Zukunft für Sie eine Blutentnahme mit Blutwerten, die okay sind. Das heißt, wir können alle zukünftigen Blutwerte an diesen orientieren und sagen, das sind Ihre Normalblutwerte. Und in dieser Hinsicht ist es keine verlorene Liebesmühe, sondern wirklich eine sinnvolle Sache. Das neue Wildhundrudel besteht aus 6 Tieren. Reichlich Arbeit für Revierchef Hartmut Bolz. Also wir lassen ja hier offen, die können in den Keller gehen. Haben im Keller ja auch 3 Ställe. Dann machen wir mittags schon sauber, dann streuen wir wieder neu ein. Dann machen wir mal mit Heu rein, mit Stroh rein. Allein schon das Bett zu überprüfen, ist das schon interessant. Aber auf lange Sicht ist natürlich gedacht, sie vielleicht auch mal nachts draußen zu lassen. Deshalb diese Sicherheitsvorkehrung mit dem Spundwänden draußen. Aber da müssen wir mal schauen. Da ist die letzte Entscheidung noch nicht gefallen. Wir kriegen draußen noch eine Hütte. Die sind ja manchmal sehr wasserscheu, gehen wohl gerne ins Wasser. Aber wenn Regenwetter, so Nieselwetter ist, haben wir bei uns ja öfters, ne? Dann sollten die sich schon unterstellen können. Damit wir die nicht ins Haus reinlassen müssen, dann würden sie sich ja zurückziehen. Die Besucher würden die nicht sehen, dann pennen die im Haus den ganzen Tag. Machen wir jetzt so einen kleinen schnuckligen Unterstand, wo man die Hunde dann schlafenderweise auch bei Regenwetter sehen kann. Doch noch ist es nicht so weit. Ein wenig Geduld müssen die Wildhunde und Hartmut Bolz noch aufbringen. Wir sind morgen mit den Außenarbeiten fertig. Gut. Und dann kommt ja noch die Hütte hier hin, ne? Ja. Die da. Aber dann macht er das morgen alle wieder schön, Ja. damit wir am Samstag die Tiere wieder rauslassen können. Die können auf jeden Fall raus, ne? Sehr schön. Können Ja, wir und dann so kriegen raus. wir ja hier noch unsere dekorative Sommerlaube. Wir Ja. haben ja dann hier diese Platte, das war ja die alte Decke von der Vorgängerhütte. Wir haben die Hunde ja dann unterhöhlt und dann ist die ganze Hütte zusammengebrochen. Da haben wir uns gedacht, da gehen wir diesmal hin und nehmen die massive Decke als Unterlage, damit sie nicht ganz so schnell die wieder unterhöhlen können. Ja, wir wollen umbauen mit Baumstämmen hier. Ja. Wollen da ein Dach draufsetzen und vorne das so kaschieren, dass es so aussieht, als wenn es natürlich gewachsene Hütte ist, ne? Oder Höhle ist, ne? Nicht Hütte, Höhle. Auf Körperpflege hat Flussdelfin Baby heute keine große Lust. Da muss Revierchef Peter Schulz schon mit anderen Dingen kommen als mit Bürsten. Mit Fisch werden jetzt mal ein bisschen locken. Ja, kannst du mir mal eingeben? Ja. Ah, danke. Bitte. Schön. Peter kennt seinen Pappenheimer. Und tatsächlich, den Fisch vor Augen lässt Baby jetzt auch die Bürste an sich heran. Mit dem Fisch kommt er eigentlich relativ nah ran, weil da geht alles bei ihm auch wie bei uns durch den Magen, die Liebe. Auch die Liebe zur Bürste dann. Und dann macht man so kleine Tricks. So. Und? Kannst du mal? Ja, das war ja super, ne? Ja, hat alles funktioniert. Der Trick mit dem Fisch haut immer hin. Ja. Oh, man ist nur wieder mal froh, auch ein bisschen was sich mal anders bewegt zu haben. Nicht nur das Gleiche. Ist ja Sport eigentlich. Soll gesund sein, sagt mein Arzt. Und das habe ich dann auch noch. Kriegen wir noch bezahlt. Für Cora ist es Zeit, wieder aufzuwachen. Der Tierarzt hilft ein bisschen nach. Und das aus gutem Grund. Das ist, binnen scherzhaft Hallo wach. Das ist das Gegenmittel zur Narkose. Sie würde auch von alleine aufwachen, aber wir können den Prozess abkürzen, indem wir ihr ein Gegenmittel geben. Das ist dann weniger kreislaufbelastend für sie. Und für die Pfleger auch eine gute Kontrolle, also eine gute Möglichkeit der Kontrolle, wenn sie jetzt nicht stundenlang schläft, sondern sie in der nächsten halben Stunde bis Stunde dann wieder den Kopf hebt und wieder aktiv ist. Bis Cora wieder ganz bei Sinnen ist, werden noch einige Minuten vergehen.
Zeit genug für Tierarzt Hartmann, die kleine Meerkatze zurück in ihre gewohnte Umgebung zu bringen. Doch zunächst noch abgeschottet von ihren Artgenossen. Sicher ist sicher. Sie bekommt jetzt hier erstmal ein Einzelbett für die Aufwachphase oder ein Einbettzimmer. Und dann schauen wir noch, dass sie ein bisschen wacher wird. Sie reagiert zwar schon und kann den Kopf auch schon ein bisschen heben, aber es ist noch weit, weit weg im Land der Träume. Die Löwen freuen sich schon auf eine frische Portion Fleisch. Doch die muss erst einmal vorbereitet werden. Christian Driesen zeigt dem Tierpflegernachwuchs, was dabei zu beachten ist. Heute werden wir hier das Fleisch zerlegen. Unser Revier darf immer das Fleisch für den ganzen Park zerlegen. Und heute werde ich Herr Seeler das erklären, wie das genau vonstatten geht. Ich werde ein bisschen was über das Fleisch erzählen und wie man es klein kriegt. Ne? Als Azubi im 2. Lehrjahr hat Seeler schon einige Rinderhälften verfüttert. Zerlegen musste sie bisher aber noch keine. Kettenhandschuhe anziehen. Ist jetzt mein erstes Mal heute. Gucken wir mal, ob das klappt. Erster Schritt, die richtige Ausrüstung. Die Kettenhandschuhe sind schnittsicher, da kann man also Messer einfach so drüber ziehen, da passiert gar nichts. Und das ist halt eine Sicherheitsmaßnahme, weil man doch häufig abrutscht und damit man sich nicht direkt in die Finger semmelt. Also ich habe ja auch schon ein paar Narben und um das zu vermeiden, gerade bei den Auszubildenden hier, die haben noch ein paar Jahre vor sich, dass sie sich nicht direkt den Finger abschneiden, haben wir halt hier so Kettenhandschuhe. Ne? Jo. Gut. Dann zeige ich dir jetzt erstmal, wie das mit der Säge funktioniert. Aber nicht nur die Hände, auch die Ohren sollten beim Sägeeinsatz geschützt sein. So, das war jetzt der erste Schnitt. Und den Rest kann man dann mit dem Messer wunderbar zerlegen. Am besten fängst du hier oben an und trennst jetzt erstmal die Rippe ab. Wichtig ist halt immer vom Körper wegschneiden, also niemals hier so in die Richtung schneiden, ne? Immer vom Körper weit weg. Und ja, an der Hand, wo man das Messer hält, braucht man keinen Kettenhandschuh, da rutscht man eh nur mit ab, sondern an der Hand, womit man festhält. Ne? Wenn du dann mal abrutscht, dann passiert nichts. Wir zerlegen das Fleisch hier nicht wie in der Metzgerei in richtige Metzgerstücke, sondern wir zerlegen das nur in grobe Teile. Das bedeutet jetzt, ich habe jetzt keine Schlachterausbildung oder sowas, sondern man muss einfach nur so ein bisschen die Anatomie des Tieres kennen. Also ich weiß genau, dass hier gleich das Gelenk ist zwischen Schulter und Oberarm und dann weiß ich genau, wo ich das zertrennen kann. Das sind also so ein paar Gelenkstellen, die man kennen muss, wo man das Tier halt zerteilen kann. Aber jetzt richtig wie ein Metzger das macht, der nimmt zum Beispiel die Filets raus oder schneidet hier die Rumpsteaks raus. Wir zerhacken das einfach grob und das reicht für unsere Zwecke ja schon. Hier in der Höhe ist ein Gelenk. Ich schneide mal von dieser Seite hier rein und dann gucke ich genau, wo das Gelenk ist. Jetzt habe ich jetzt schon genau getroffen hier. Und dann kannst du da weiter gerade durchschneiden und von hier an musst du jetzt nach unten schneiden. So. Dann hast du halt Schulterblatt mit dem Oberarm. Daisy hat heute Ausgang. Regelmäßig spaziert die Elefantendame mit einem ihrer Pfleger durch den Zoo. Heute soll Klaus Willebrand die Führung übernehmen. Er arbeitet erst seit wenigen Monaten mit den grauen Riesen. Sicherheitshalber begleitet ihn Peter Schröer. Du siehst, sie ist ziemlich in Aktion. Ja. Am besten ist, wenn du gleich reingehst, nimmst du sie erst, gehst ein Stückchen mit ihr hier auf der Anlage, guckst, dass du die unter Kontrolle hast. Und dann machen wir erst das Tor auf und du kommst raus. Ne? Leichter gesagt als getan. Hat die bestimmt gerade gegengehauen gegen Ja, das hat sich Tor. dran gelehnt gerade eben. Das reicht ja schon. Daisy kann es kaum erwarten. Erst auf der Erst Anlage rauf bisschen. und dann gehst du ein Stückchen mit ihr, bringst die erst unter Kontrolle. Die Okay. weiß, die muss Alles jetzt gut? gehorchen. Komm mal hier. Daisy, hier. Komm hier vorwärts. Komm. Ruhig jetzt mit der Stimme schon ein bisschen forscher. Aufpassen. Komm mal hier, Daisy. Vorwärts hier. Daisy. In der Regel macht er immer Fortschritte. Jetzt ist es natürlich wieder eine Ausnahmesituation, weil sie jetzt gerade richtig getobt hat und hier rumbandust hat. Und da sie dann jetzt so unter Kontrolle kriegen, dass er sie führen kann, das ist wieder eine neue Situation für ihn. Ist natürlich gut, weil er dadurch jetzt wieder lernt. Und jetzt müssen wir uns da gucken, wie sie sich jetzt anstellt, ob wir dann den nächsten Schritt für in den Park mit ihm machen können. Da kommt jetzt darauf an, wie er die dort unter Kontrolle kriegt und ruhig kriegt. Denn wir gehen ja kein Risiko ein, sondern wir wollen
ja, dass das alles harmonisch zusammen funktioniert und passiert. Und nicht, dass da irgendwas nachher geschieht, was der Elefant sich dann merkt und er die dann nachher gar nicht mehr draußen kriegt. Ne? Okay, Klaus, dann können wir sie rausnehmen. Halt sie sehr kurz. Ja. Nicht zu viel Freiraum lassen. Mhm. Diese Kraniche sind ganz besondere Vögel. In ihrer Heimat Indien gelten sie als heilig. Mit einer Größe von 1,50 Meter flößen sie Max ordentlich Respekt ein. Der Azubi versucht, die Tiere deshalb bei allen Arbeiten im Gehege auf Abstand zu halten. Heute putzen wir die Fenster hier bei den Saruskranichen. Die sind doch ein bisschen schmierig geworden. Wir hatten die Woche nicht viel Zeit. Müssen wir mal nachholen. Das ist ein bisschen schwierig, weil das Männchen von den Saruskranichen doch ein bisschen sehr menschenbezogen ist und so immer ein bisschen nervt. Der steht dann immer ein bisschen im Weg rum, pickt ein bisschen an dem Werkzeug rum und er will einem nicht verletzen oder er ist nicht aggressiv. Er ist halt nur ein bisschen neugierig und hat halt keine Angst vor Menschen. Nur der kann einen doch schon mit dem Schnabel verletzen. Der kann dann die Augen ausstechen und ja, er kann halt auch ziemlich hart damit zuhauen. Also wenn er mir in den Brustkorb haut, kann er mir ja schon eine Rippe damit brechen oder so. Das wäre gar kein Problem für die. Eine unangenehme Vorstellung. Also beeilt sich Max lieber. Der 17-Jährige kennt die Vögel und weiß, worauf er achten muss. Man muss halt immer ein Auge darauf haben, wo er ist. Manchmal die sind ja so leise, dann kommen die von hinten angeschlichen und picken einen in den Rücken oder so. Auch heute kann Kranich Noah seinen Schnabel einfach nicht bei sich halten. Jetzt kommst du wieder an, ne? Geh mal da weg. Geh mal da weg. Max hat gelernt, sich bei seinen Schützlingen durchzusetzen. Eine Grundvoraussetzung für die Arbeit als Tierpfleger. Das selbstständige Arbeiten gefällt dem Auszubildenden besonders gut. Ich bin mittlerweile im 2. Lehrjahr und man merkt schon, dass man ein bisschen länger hier ist. Also mittlerweile kann ich schon viel selbstständig machen. Ich bin mittlerweile schon in vielen Revieren routiniert. Dann kann ich da schon aushelfen, wenn irgendwas ist oder so. Ich bin regelmäßig in irgendwelchen Revieren, wo man mich dann halt haben möchte. Falls man dann sagt, ja gut, der Max, den können wir ruhig als Azubi mal hier kriegen zur Aushilfe oder sowas. Das merkt man dann schon. Also da bin ich auch ziemlich stolz drauf, dass man sich hier bewährt hat und ja, es läuft ziemlich gut. In der Fleischküche soll Azubi Sela nun selbst Hand anlegen. Berührungsängste hat sie nicht. Nur, wo genau das Messer ansetzen? Muss ich jetzt hier reinschneiden, welche? Nee, weiter hier runter. Hier, das Stück willst du hier abschneiden. Ja. Genau. Das ist aber Knochen. Wirklich? Christian demonstriert das Gegenteil. Doch nicht. Ich hab jetzt keinen gesehen. Jetzt den Nacken abmachen. Ein erstes Erfolgserlebnis. Das ging jetzt gut. Wunderbar. Und jetzt musst du hier noch das Gelenk dann treffen. Also. Hier zwischen ist ein Gelenk, da sieht man das auch so ein bisschen durchschimmern. Und ich schneide jetzt einfach mal von hier rein. Manche machen das anders, die stechen direkt in das Gelenk, aber dafür bin ich leider auch zu doof. Ich finde das dann auch nicht. Man darf auf jeden Fall nicht zimperlich sein. So ein bisschen Blut ist halt immer dabei. Jetzt zum Beispiel, wenn ich mich davor ekeln würde, dann könnte ich natürlich kein Futter für die Tiere zubereiten. Das wäre natürlich sehr schlecht. So, Sela, dann zeige ich jetzt mal, wie man hier Stücke hackt. Für die Wildhunde und für die Nebelpader. Die können natürlich mit so einem großen Knochenstück nichts anfangen, deswegen muss da immer schön Fleisch dran sein. Und hier wären jetzt zum Beispiel kleine Steaks dran. Wenn man das hier auslöst, hätte man ein Steak. Nimmst du erstmal das Messer, schneidest das ein, wo du gleich hacken willst. Immer hier so 2. Dann hier vielleicht ein, wenn es breiter wird. Dann kannst du hier die Axt nehmen. Dann hackst du das alles so schön klein. Ne? Viele Auszubildende sind noch nie mit einer Axt umgegangen. Das kann man aber jetzt hier lernen, sehr schön. Dann würde ich sagen, ziehst den Kettenhandschuh aus, sonst geht dir die Axt nämlich flöten. Das wäre nicht schön. Genau, wenn du das nachher dann schneiden willst, kannst du deinen Kettenhandschuh wieder anziehen. So, bitteschön. Dankeschön. Genau, nicht die Axt in die Decke hauen. Vielleicht auch noch darauf zu achten. Oh,
Ne? Ja, erstmal schon. Sela lernt schnell. Die Löwen werden sich freuen. Für Elefantenpfleger Klaus wird es ernst. Er soll die Dickhäuterdame Daisy jetzt durch den Zoo führen. Vorher gibt der erfahrene Kollege Peter Schröer noch letzte Anweisungen. Daisy, Salü. Und vorwärts. Und hoch. Okay, ab. So ist fein. So, Klaus, übernimmst du wieder? Ja, mache ich. Und So, Schätzchen, komm her. schön ruhig bleiben dabei. Ja, ja. Nicht hektisch werden. So, Und komm, dann geh marschieren mal wir ab. spazieren. Links Hier um den vorwärts. Teich rum. Ist schon was anderes, mit dem Elefant durch den Park zu gehen, weil für den Elefant ist das eine außergewöhnliche Situation. Mehr oder weniger, die Daisy ist gewöhnt. Daisy, hier, komm hier. Für mich natürlich auch, weil man den Elefant immer unter Kontrolle halten muss. Er soll halt nur das tun, was man ihm sagt. Aber wir gewöhnen uns beide dran, glaube ich. Bis Elefanten einen neuen Pfleger akzeptieren, vergehen Jahre. Klaus arbeitet seit 6 Monaten mit Daisy und dafür hat er sie gut im Griff. Sicherheitshalber bleibt Peter aber in der Nähe. Hier. Gut. Zwischendurch beruhigend auf sie einreden, wenn sie so ein bisschen Daisy, hektisch halt wird. fest. Hier, halt fest. Wenn der Elefant nicht unter Kontrolle steht, dann ist natürlich immer die Gefahr gegeben, dass er durchgeht. Und da ist natürlich die Sache, dann wäre das Risiko viel zu groß, dass was passiert. Ist natürlich logisch. Und Daisy, nein. das ist das, was er jetzt eben noch lernen muss. Und dadurch ist natürlich auch ein bisschen mehr der Ankus gefragt, also der sogenannte Führhaken, wo er eben dann einmal den Elefant hin und wieder mal ein bisschen mehr mit einbremsen muss. Das geht jetzt nicht anders in der Anfangsphase, nachher wird er den kaum noch brauchen. Aber in der Anfangsphase muss er das einfach mal machen, damit er auch ein bisschen Daisy, hier. den Nachdruck seiner Befehle dem Elefanten geben kann. Du merkst selber, Komm hier. der Elefant ist heute etwas unruhiger, Ja, die ist ein etwas bisschen- nervöser. bisschen Er merkt fahriger. deine Nervosität. Du bist ein bisschen nervös, ein bisschen unsicher. Das Ja. merkt der Elefant natürlich sofort. Dementsprechend ist er natürlich jetzt auch ein bisschen schwieriger zu führen. Aufpassen da. Sprechen den Elefant an. Sie guckt nach den Vögeln, sie ist nervös. Hierhin. Auch Pandadame Mapi bekommt heute Besuch von Max. Zum Glück für den Azubi stört sie sich nicht an der Fensterputzaktion. Das ist das Gehege von unserem kleinen Panda-Weibchen. Hier gibt es eigentlich kein Problem. Die pennt lieber und interessiert sich nicht dafür, wer hier vorne an der Scheibe rumhantiert. Hier geht es eigentlich ziemlich zügig. Hier komme ich ziemlich zügig durch. Meistens ist Dreck von den Fingern der Kinder dran. Die touchen natürlich die Scheibe an. Innen drin geht's dann. Innen drin ist es ein bisschen sauberer, weil da natürlich niemand rangeht. Mapi hält sich von den Scheiben fern. Nicht nur das schätzt Max an ihr. Die mag ich ziemlich gern, unsere kleinen Pandas, weil die haben schon ein ziemlich ruhiges Gemüt. Unser Weibchen ist halt ziemlich alt und dementsprechend schläft halt viel, liegt viel rum, aber ist auch ziemlich viel am Fressen und so ein bisschen ähnlich wie ich auch. Und dementsprechend finde ich die schon ziemlich interessant auch von der Lebensweise her. Aber die sind halt auch, wenn man sie anguckt, halt, muss man sagen, die sind ziemlich niedlich. Und daher schon ein Favorit so im Zoo. Also. Und für seine Lieblinge legt sich Max besonders ins Zeug. So haben auch die Zoobesucher wieder einen ungetrübten Blick auf die kleine Pandadame. Sela hat es fast geschafft. Die Rinderhälften für die fleischfressenden Zootiere sind fertig portioniert. Natürlich unter Berücksichtigung ihrer anatomischen Voraussetzungen. Die Futterportionen werden natürlich immer den Tieren angepasst. So, ne? Es bringt nichts, wenn ich hier so ein Riesenstück für so eine kleine Katze oder für einen Hund oder sowas bereit hatte. Das wäre jetzt ein klassisches Stück für einen Löwen oder für einen Tiger. Man sagt so, beim Löwen und Tiger, beim Kater so 5 bis 8 Kilo pro Tag. Und das hat hier so ein Stück. Das kommt also gut hin. Und der kann auch gut mit den Knochen arbeiten. Die können auch die Knochen zerbeißen, sind dadurch noch länger beschäftigt und können die Knochen halt richtig ablutschen. Deswegen füttert man bei Tigern oder insgesamt bei Großkatzen immer mit sehr viel Knochenanteil eigentlich. Aber eine kleine Katze kann damit nichts anfangen mit so einem Riesenstück. Die kriegt den Mund gar nicht weit genug auf. Es folgt der nächste Arbeitsschritt. Ja, das hängen wir jetzt alles in die Tiefkühlung. Das ist jetzt eine Ration für also das Ganze, was wir verarbeiten, ist nur für eine ganze Woche, für den ganzen Park. Und das nehmen wir dann nach und nach weg für die Löwen dann zum Beispiel. Das sind hier so abgeschnittene Stücke für die Geier und für die Marabus. Werden auch noch verteilt. Die kommen jetzt erstmal in die Kühlung. Mehrere 100 Kilo Fleisch hängen an den Haken.
Jedes Stück hat seinen vorbestimmten Platz im Kühlhaus. So, Sela, wir hängen jetzt hier unser ganzes Fleisch in die Kühlkammer. Die Beine kommen hinten an die Leiste, genau wie die Schulterblätter. Genau, wird einfach dahin gegangen. Und hier linksseitig kommen die ganzen Nacken hin und rechts die ganzen Rippen. Ja, dann ist das alles schön sortiert und dann können wir die Stücke auch leichter da rausnehmen, wenn wir was brauchen. Ordnung erleichtert die Arbeit. Möglichst schnell muss das Fleisch in die Kühlung. Für Sela ein echter Kraftakt. Das Umhängen war am schwersten, weil die wiegen ja doch einiges. Aber so das Schneiden an sich, das ging ja nachher ganz gut. Und das Hacken auch. Fand ich, hat schon gut geklappt eigentlich. Die Sela hat sich ganz gut gemacht, wir sind gut fertig geworden. Obwohl das heute relativ wenig Fleisch war. Nächste Woche dürfen wir beide dann wahrscheinlich noch mal 300 Kilo mehr Fleisch zerlegen. Da wird die Sache ein bisschen anstrengender, weil wir das auch eine bestimmte Zeit schaffen müssen und noch genug zu tun haben. Ja, aber die hat sich ganz gut gemacht. So, dann können wir jetzt auch direkt die Löwen füttern gehen, ne? Jo. Klaus hat mit Daisy heute kein leichtes Spiel. Dennoch ist er zuversichtlich. Das ist Learning by Doing hier. Heute ist er etwas nervöser als sonst, weil hier ab und zu ein paar Sachen im Park passieren. Aber nö, das kriegen wir schon hin. Daisy, komm mal hier. Hier. Aber jetzt geht es nach Hause. Und rum. Ist es die Vorfreude auf die anderen Elefanten? Auf dem Weg zurück zur Anlage macht Daisy ordentlich Tempo. Klaus hat Mühe, sie zu bremsen. Dennoch ist er mit seiner Leistung heute ganz zufrieden. Daisy, hier langsam. Dafür, dass es das zweite Mal war und Daisy heute ein bisschen fahrig und nervös war, sowieso schon, weil sie heute Morgen früh von ihren 2 anderen Kolleginnen getrennt war und weil viele Sachen im Park waren. Und außerdem ist es für mich eine außergewöhnliche Situation, für Daisy nicht ganz so, aber auch immer mal was Neues, wenn sie wieder in den Park kommt. Und zurück. War okay, glaube ich. Verbesserungswürdig auf jeden Fall, aber da das ein langer Prozess ist, da wir das nicht jeden Tag machen, dauert das halt ein bisschen. Klaus muss einfach ein bisschen seine Nervosität noch ein bisschen ablegen. Die merkt der Elefant. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, kommen wir immer weiter. Man sieht, dass die Schritte weitergehen und dass der Elefant sich weiter an ihm orientiert und weiterentwickelt. Also das müsste eigentlich gehen. So, okay? Ja. Dann machen wir für heute hier Sabbat. Dann können gleich die beiden anderen wieder dabei und dann hat sie wieder ein Vergnügen. Genau. Gürteltier Gute Miene und ihre Artgenossen erkunden ihr neu gestaltetes Heim. In den letzten Wochen haben Alex Nolte und Kollegen ihr Gehege von Grund auf renoviert. Wir haben vor kurzem das Faultier-Gürteltiergehege neu dekoriert und neu eingerichtet. Das heißt, hier ist neuer Bodengrund reingekommen. Hier sind überall neue Bäume hingekommen, die für die Gürteltiere natürlich völlig uninteressant sind, aber für die Faultiere wichtig sind. Und unsere Leguane haben auch schöne neue Sonnenplätze bekommen. Und wir haben noch zusätzlich ein neues Tier bekommen. Frau Antje aus Holland, geboren im Zoo in Emmen. Und da muss noch mal nachgeguckt werden, ob es gut zurechtkommt. Und wir hoffen, dass sie hier die neue Mutter für viele, viele kleine Gürteltiere wird. Da ist natürlich wichtig, dass man da ab und an mal guckt, wie es ihr so geht. Antje hat sich prima eingelebt. Aber wie alle Gürteltiere ist sie sehr eigensinnig. Leider ist es so, dass wir unseren Gürteltieren hier zwar wunderschöne Höhlen angelegt haben, aber die Gürteltiere sich unserer Kontrolle, die wir eigentlich haben wollten, entziehen, indem sie die Höhlen nämlich nicht annehmen. Sie benutzen die zwar, um da ab und an mal durchzulaufen oder reinzukrabbeln, aber leider nicht, um darin Babys zu bekommen oder um darin zu schlafen, sodass wir nach wie vor die Situation haben, dass wir nie wissen, welche Gürteltiere jetzt wo sind und wie viele Gürteltiere überhaupt und wer vielleicht die Mutter oder wer der Vater, können wir jetzt zwar sagen, wer der Vater ist, weil wir nur noch ein Männchen haben, aber wir können nie mehr sagen, das Jungtier ist von dieser Mutter oder das Jungtier ist von jener Mutter, weil wir nie feststellen können, wenn wir die Jungen hier rumlaufen haben, sind die schon so groß, dass sie schon selber fressen und wir können einfach an den Weibchen nicht mehr sehen, wer säugt jetzt. Wir hatten die Hoffnung, dass in den Bauten die Babys zur Welt kommen, aber dumm gelaufen. Die Tiere haben sich's anders überlegt.
Freudige Erwartung im Löwengehege. Die Raubkatzen wittern Fleisch. Kater Piefke und seine Damen wissen, dass es Zeit ist zum Füttern. Dafür gibt es klare Regeln. So, Seela, dann kommen wir mit den Stücken. Also wir müssen hier darauf achten, dass wir die Stücke ein bisschen weiträumig verteilen, weil die sich sonst direkt darum zanken. Deswegen legen wir die an verschiedenen Punkten hier hin. Einmal hier, dann einmal ungefähr vor der Scheibe und einmal da vor diesem Gitter. Ne? Dann kann das Stück hier direkt bleiben. Genau. Schmeißen wir das so hin. Wenn du das alles auf einen Haufen legst, dann fetzen die sich natürlich extrem. Machen sie manchmal sowieso, aber so ist die Chance geringer, dass es hier zu Streitigkeiten kommt. Ne? Deswegen immer darauf achten, dass die nicht direkt nebeneinander liegen. Ne? Normalerweise kommen die dann rein und verteilen sich dann auf die Stücke. Dann, ne? So, und dann wissen die auch schon, wer wohin geht? Nee, wenn wir gleich füttern, dann wirst du sehen, dass die sich immer wieder neu anstrengen, der als erster sich ein Stück aussuchen darf. Ne? Also die versuchen gleich das Gitter hochzuschieben, wenn das so ein Stück oben ist. Und dann stürmen die da schon drauf. Und ja, das machen die jeden Tag neu aus. So, der Kater wird ja separat gefüttert, das machen wir jetzt mal. Dann kannst du das Stück hier da reinschmeißen. Ja, das ist jetzt für den Kater, der kriegt immer ein bisschen mehr. Und der wird hier separat gefüttert. Der holt sich das dann gleich raus und frisst dann aber auch hier vorne in dem Bereich. So, dann machen wir alles zu. Draußen sind alle längst startklar. Drinnen darf Azubi Seela die Schieber bedienen. So. 1, 2, 3, warte. Zu, ne? Jetzt. Erst wenn alle 3 drin sind, genau. Jo. Und jetzt machst du den großen Zwischenschieber auf. Und sobald die drüben sind, machst du direkt wieder zu. Auf. Jetzt gucken. So, zu direkt. Genau. Hat geklappt. Keine Streitereien. Den größten Batzen bekommt ohnehin der Chef. Ja, also die Weibchen haben hier eine etwas kleinere Portion heute gekriegt. Die bekommen nur so 2 bis 3 Kilo, weil die halt dazu neigen, schnell dick zu werden. Und deswegen müssen wir da das Futter so ein bisschen limitieren. Und der Kater bekommt immer ein wesentlich größeres Stück, das sind nur so 5 bis 8 Kilo. Obwohl das heute auch noch relativ klein ausfällt, der bekommt normalerweise noch viel mehr. Und ja, aufgrund, dass der viel mehr beschäftigt ist, zum Beispiel wenn ein Weibchen rollig ist, der dadurch viel mehr Energie verbraucht als die Weibchen, wird er halt nicht so schnell dick. Das Fleisch hat eigentlich gut geklappt zu machen, fand ich jedenfalls. Also am Ende hatte ich dann raus, wie ich das machen muss. Und das ist natürlich jetzt auch toll, wie die Tiere das jetzt so zerlegen, wie sie so richtig dran gehen und die Knochen zerkauen und so. Schon klasse. Seehundbaby Tamina ist inzwischen 6 Wochen alt. Schon seit einiger Zeit ist die Kleine von ihrer Mutter getrennt, bekommt auch keine Milch mehr. Heute soll sie wieder zurück in die Gruppe, so der Plan von Revierchef Helmut Törkel. Nee, erst noch müssen wir ein bisschen was tun. So, hier unsere Tamina ist jetzt so weit, dass sie sehr gut Heringe aus der Hand frisst. Sie kommt also an Land raus, frisst ganz gut. Und jetzt haben wir den Punkt erreicht, dass wir sie zusammenlassen. Und dann werden wir gleich mal sehen, wie das funktioniert. Ob sie erst mal dumm gucken oder ob sie sich gleich mischen, das werden wir dann sehen. So, wir machen jetzt hier dieses Gitter ab, damit wir hier den Durchgang wieder haben. Deswegen habe ich nämlich Stiefel an. Oh, nee. So, sie war jetzt knapp 3 Wochen. Hatten wir die Mutter hier rüber getan, damit sie also richtig lernt, den Fisch zu fressen. Und jetzt wollen wir gleich mal gucken, ja, wenn sie dann zusammen sind. Ich schätze, wenn die Großen sehen, dass hier ein Loch ist, dann werden sie erst mal neugierig gucken kommen. Guck mal hier. So. Einmal. Hier ist ein Loch. Tamina, komm mal hier. Muss ich das andere auch erst wegmachen, oder wie? Okay. Die Kleine ist verwirrt. Ja, sie weiß wahrscheinlich im Moment jetzt noch gar nicht, was passiert. Ja, dort eine Gitter scheint sie noch nicht wirklich registriert zu haben. So. Auch ohne Absperrung. Ja. Zurückhaltung auf beiden Seiten. Ihr seid ja richtig schnell. Wofür mache ich das denn jetzt ab hier? Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass sie zumindest mal gucken kommt. Aber ich glaube, wir versuchen das gleich mal mit Fisch. Paula, der Weg ist frei. Du kannst mal gucken. Das Betreten des Gürteltiergeheges ist nicht ganz ungefährlich. Fleißig graben die Tierchen Tunnel. Aber es lauern auch noch andere Gefahren auf Alex Nolte. Also da unsere Gürteltiere ja die Kunstbauten nicht annehmen, bauen sie sich leider Gottes hier selber Bauten. Und das Problem ist,
dass wir, wenn wir hier durchlaufen, natürlich einbrechen. Wir haben hier ja auch ein Gürteltier namens Olli, was überhaupt nicht nett und freundlich ist, was sich immer in den Hosen verbeißt und uns sonst wie attackiert. Und man könnte auch meinen, das ist vielleicht einfach Programm von Olli. Er baut uns erst eine Fallgrube. Wenn wir reingefallen sind, kann er uns problemlos anfallen. Dem rabiaten Olli ist schon so manches Hosenbein zum Opfer gefallen. Olli ist leider ein bisschen fehlgeprägt und sehr fuß- und schuhrenitent. Er ist eine Handaufzucht und ich vermute, dass er einfach aufgrund dieser Handaufzuchtsgeschichte uns als Rivalen hier in seinem Revier erkennt und uns deshalb attackiert und sich deshalb in der Hose verbeißt. Das tut, solange wie er die Hose hat, nicht weh. Aber leider dreht er immer schön und dann dreht er die Haare mit ein und dann fängt schon an schmerzhaft zu werden. Oder er schiebt die Hose hoch und beißt dann unten drunter. Als Handaufzucht ist Olli natürlich sehr auf den Menschen geprägt und im Erwachsenenstadium, das ist immer das Problem bei Handaufzuchten, ist man entweder Sexualpartner oder Rivale. Und wir sind hier halt Ollis Rivalen und er muss uns aus dem Revier vertreiben. Olli ist zum Glück sehr deutlich zu erkennen. Er hat so eine leichte Stupsnase, da hat er mal ein Stückchen von der Nase verloren, so dass man ihn im Vorfeld schon immer erkennen kann und dann ihm ein bisschen aus dem Weg gehen kann. Erste Annäherung im Seehundbecken. Die erwachsenen Tiere schauen sich erstmals Tamina aus der Nähe an. Aha, jetzt hat sie registriert, dass da jemand Da ist noch reingekommen jemand, ne? Sie weiß jetzt nicht wirklich, was passiert ist. Sie kennt die zwar mit dem Gitter dazwischen, aber jetzt so ganz ohne, da kommt sie wahrscheinlich im Moment noch nicht wirklich klar mit. Madeleine, jo. Als die noch nicht kommt, ist die Mama. Gut. Die bleibt da hinten in der Sonne. Die Bindung zur Mutter ist weg. Das geht also kurz nachdem die Mutter so abwehrt, dass sie nicht mehr geseucht wird, ist dann auch die Bindung zu Ende. Ich meine, wenn eine Bindung bestehen würde, wäre sie sofort rüber. Und dann wären also Nase an Nase gewesen. Das wäre das Zeichen, aha, du bist mein Jungtier. 0. Tamina. Tamina, geh mal da rüber. Guck mal. Die Kleine, die wird, ich glaube, heute nicht unbedingt zum Fressen kommen, weil das scheint ihr doch ein bisschen unheimlich zu sein. Sie schwimmt ziemlich tief, also quasi am tiefsten Punkt des Beckens, taucht nur kurz auf, guckt und geht wieder runter. Also ich schätze mal, dass wir da eine Nacht drüber vergehen lassen müssen, bis sie sich dann mischen. Und dass sie merkt, auch wenn hier 2 oder 3 größere rüberkommen, passiert nichts. Kein Grund zur Sorge also. Da ist sich Robbenrevierchef Helmut ganz sicher. Wenn sie heute nicht frisst, wo ich mal von ausgehe, morgen kommt die. Weil Hunger hat sie natürlich morgen. Eigentlich jetzt auch schon, aber irgendwie traut sie sich, glaube ich, nicht so wirklich. Aber da ist kein Problem. Morgen werden sie dann alle zusammen schwimmen, dann haben wir da drüben wahrscheinlich 4 Köpfe oder verteilt. Das Buch und die DVD zu den Ruhrpottschnauzen erhalten Sie im Handel und im ZDF-Onlineshop. Von der kleinen Welt des Duisburger Zoo.